Morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Let us go back to another devotional. Kehren wir zu einer neuen Andacht zurück. So, what have we decided to do? Wie werden wir weitermachen? We are going right now to the first epistle of the Corinthians, Wir beginnen mit dem ersten Korintherbrief and we are going to do chapter 1. und starten mit dem ersten Kapitel. Now, I don't know if I'm going to do the whole book, Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir den ganzen Brief durchmachen, but I'm gonna probably do the first chapter. aber auf alle Fälle das erste Kapitel. And then we will see if we will continue or not. Und dann schauen wir, ob wir weitermachen oder nicht. I love the epistle to the Corinthians. Ich liebe den Brief an die Korinther. I don't know why, Ich weiß nicht genau warum, but maybe because the church was so messed up and yet Paul gave them so much great revelation. aber vielleicht, weil die Gemeinde so durcheinander war und Paulus ihnen doch so viel Offenbarung gab. And, that shows me how Jesus feels about his people. Das zeigt mir, wie Jesus über sein Volk fühlt. So if you really understand the background of this letter, Du musst den Hintergrund zu diesem Brief verstehen, that the church was in a true mess, in a bad state. nämlich, dass die Gemeinde in einem wahren Chaos war, in einem schlechten Zustand. And the city was in a really bad state too. Auch die Stadt war in einem schlechten Zustand. In fact, it was worldwide at the known world then. Tatsächlich war sie damals weltweit bekannt. It was a very important center. Sie war ein sehr, sehr wichtiges Zentrum. It was a center of worldwide trade, of commerce. Sie war ein Zentrum des weltweiten Handels, But the culture has been completely degraded to idolatry. aber die Kultur war völlig dem Götzendienst verfallen. It was full of religious idolatry, and that was a danger. Alles war voll von religiösem Götzendienst und das war eine Gefahr. So Paul went into that terrible city and started to preach the gospel. Paulus ging in diese schreckliche Stadt und predigte das Evangelium. And then he wrote these two letters. Und dann schrieb er diese zwei Briefe. History says that these are not the only two letters that he wrote to this church. Die Geschichte sagt, dass er nicht nur diese zwei Briefe an die Gemeinde geschrieben hat, But these are the two letters that we have in the Bible. aber diese beiden Briefe wurden in die Bibel aufgenommen. And what I think is so beautiful, Was ich so schön finde, ist, that even though the church was so bad, God still cared about the church. dass, obwohl die Gemeinde so zerrüttet war, Gott sich immer noch um sie kümmerte. And the Apostle Paul, he cared about the church too. Und auch der Apostel Paulus kümmerte sich um die Gemeinde. So if you look at the 1 Corinthians, Wenn du dir 1. Korinther ansiehst, Paul is showing the problems that there are in the church. zeigt Paulus, welche Probleme es in der Gemeinde gab. And he made it very clear to them that they were part of this terrible society, Er machte ihnen völlig klar, dass sie ein Teil dieser schlimmen Gesellschaft waren, but no longer. They've been called out of that society. aber nicht länger. Sie wurden aus dieser Gesellschaft herausgerufen. And Paul showed them that they have slipped back to live like this world does. Paulus zeigte ihnen, dass sie zurückgeschlittert sind und wieder so leben, wie es die Welt tut. So Paul wrote this letter to try to fix these problems. Paulus schrieb also diesen Brief, um das Problem zu lösen. So remember as we go through this chapter to remember this background. Wenn wir uns diesem Kapitel nun zuwenden, dann denke immer wieder an diesen Hintergrund. In that city, they had prostitutes that worked in the temple. In dieser Stadt gab es Prostituierte, die im Tempel arbeiteten. So think about this. Überleg mal, So immorality and idolatry was mixed with religion. die Unmoral und der Götzendienst wurden mit Religion vermischt. That's a bad mixture. Das ist eine schlechte Kombination. And we see the same thing in the church. Dasselbe sehen wir in der Gemeinde. There was idolatry, Es gab Götzendienst, there was immorality, es gab Unmoral and it was mixed together with Christianity. und das wurde zusammen mit dem Christentum vermischt. And Paul knew that this has to be fixed. Paulus wusste, dass dies korrigiert werden musste. So look, here is how Paul addresses, how he starts the whole epistle. Schauen wir uns an, wie Paulus den Brief beginnt. Paul, called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God, and Sosthenes, our brother. Paulus, der durch den Willen Gottes zum Apostel Jesu Christi berufen wurde, und Sosthenes, unser Bruder. What I like about this is the following. Folgendes gefällt mir. That Paul did not call himself an apostle. Paulus nannte sich selbst nicht ein Apostel. I remember one day I was talking to a leader of a big church movement. Ich kann mich an ein Gespräch mit einem Leiter einer großen Glaubensbewegung erinnern.
And I said, I think we should stop insisting that everybody calls us pastor. Ich sagte zu ihm, ich finde, wir sollten aufhören, darauf zu bestehen, dass wir uns alle Pastor nennen, Because it creates this clericalism. weil es Klerikalismus fördert. It creates this terrible gap between the leaders and the people. Es schafft so eine schreckliche Kluft zwischen den Leitern und den Menschen. It puts the leaders on a special pedestal that we should not be put on. Es stellt die Leiter auf ein Podest, auf dem wir nicht stehen sollten. And this pastor said to me the following. Und dieser Pastor erklärte mir Folgendes. He said, no. He said, you're very wrong. Nein, du hast nicht recht. He says, because Paul himself called him an apostle. Denn Paulus selbst nannte sich ein Apostel. So if Paul called himself an apostle, then we have to call ourselves pastors too. Wenn Paulus sich selbst als Apostel bezeichnet, dürfen wir uns auch Pastoren nennen. But think about this. Aber überleg mal, Paul, he did not simply call himself an apostle. Paulus hat sich nicht einfach Apostel genannt. First of all, he called himself an apostle of Jesus Christ. Zuallererst nennt er sich einen Apostel von Jesus Christus. Now, for us, this sounds like a very important religious position. Für uns scheint es, als wäre das eine enorm wichtige religiöse Position. But in that time, it was not. Aber zu dieser Zeit war das nicht so. You know why? Weißt du warum? Because apostle was not a Christian word. Denn das Wort Apostel war kein christlicher Ausdruck. We make it a Christian word today. Wir machten es zu einem christlichen Wort, But in the world then, business people had apostles. aber zu dieser Zeit damals hatten Geschäftsleute Apostel. Do you know why? Weißt du warum? Because an apostle meant somebody who was sent. Denn ein Apostel war jemand, der gesandt wurde. Somebody who was sent on a specific mission. Jemand, der mit einer besonderen Mission gesandt wurde. So if a company would need somebody to go on a special trip, they would call him an apostle. Wenn jemand von seiner Firma auf Reisen geschickt wurde, nannte man ihn Apostel. He was now sent to a place to represent the company. Er wurde an einen Ort geschickt, um seine Firma zu repräsentieren. He was somebody that was sent forth with a special order. Er wurde mit einem speziellen Auftrag geschickt. So when Paul says, I'm an apostle of Jesus Christ, Wenn Paulus sich als Apostel von Jesus Christus bezeichnet, he's not saying, hey guys, I have a more important position than you. sagt er damit nicht, hey Leute, ich habe eine höhere Position als ihr. He's simply saying, I'm the one who Jesus Christ sent forth on a mission. Er sagt, ich bin derjenige, den Jesus Christus auf eine Mission geschickt hat. That's all he said. Das ist, was er sagt. Tomorrow we have to talk a little bit more about this. Morgen werden wir noch mehr darüber sprechen.